Spielwaren, Cannabis, Mode. Bei den Postfilialen ist es so wie mit den Tankstellen. Die verdienen auch mit allem Geld. Postkunden, die nun Retoure zurückbringen und einfach ihre Briefleistung hier abgeben, kaufen den Anschluss immer bei uns ein. Und hier macht wieder eine Postfiliale dicht. Keine Rettung. Die dagegen konnte überleben. Die Stadtverwaltung macht jetzt auf Post. Wenn wir das nicht machen würden, würde die Post irgendwo hier einen Container aufstellen und 2 Stunden am Tag öffnen. Längst steckt in der Post nicht mehr drin, was draufsteht. Max zeigt, warum mit dem reinen Postgeschäft kein Geld zu verdienen ist. Das ist eines der 3 letzten Postämter Deutschlands. Wunderschön gelegen auf der Zugspitze. Ein Überbleibsel aus der Vergangenheit. Mit der Postreform 1994 wurde die Post privatisiert. Ein Jahr später startet das sogenannte Partnermodell mit selbstständigen Kaufleuten, um Kosten nicht nur zu sparen, sondern auch weiterzureichen. 25.000 dieser Agenturen gibt es deutschlandweit. Eine davon in Kriftel im Vordertaunus. Vor 12 Jahren machten die Brüder Sudir und Sumik Anand ihren Outlet-Modeladen auf. Das lief spärlich. Dann zog die Postfiliale mit ein. Gut für die 11.000 Einwohner, gut für die Brüder. Die Post war für uns ein absoluter Gamechanger. Dadurch, dass die Post bei uns als Partner mit eingestiegen ist im Geschäft, haben wir praktisch viel mehr Frequenz bekommen und dadurch konnten wir auch unsere Umsätze extrem steigern. Klar wird das an diesem Montagmorgen. Keine klassische Shoppingzeit. Kundin Christiane Marx fasst zusammen, wie es läuft. Sie werden hier kaum eine weibliche Kundin sehen, die auf die Post geht und die nicht mindestens einmal die Runde macht. Ja, ist gerade für Kriftel super, wir haben sonst gar nichts. Die Idee mit der Post, ihr Kerngeschäft zu beleben, hat in diesem Fall funktioniert. Genauso fasst es auch die Post auf Nachfrage zusammen. Unseren Partnern aus dem Einzelhandel bringt die Zusammenarbeit eine Frequenz- und Umsatzsteigerung, da neben der Kundschaft für das Kerngeschäft zusätzliche Kundenpotenziale erschlossen werden können. Viel mehr, aber auch nicht. Mit Briefmarken, Päckchen und Co. lässt sich kaum Geld verdienen. Der Max-Redaktion liegen die Verkaufserlöse vor. Das bekommen die Kaufleute konkret. Pro Briefmarke 5%. Einschreiben 40 Cent. Paket 40 Cent, egal in welcher Größe. Und wer einen Postbankschalter hat, Ein- und Auszahlung 1 Euro. An den niedrigen Margen wird sich auch nicht viel ändern, wenn die Post ab nächsten Monat ihre Preise bei den Paketsendungen erhöht. Ich denke nicht, dass man alleine von der Post leben kann. Ich habe es auch nie als so betrachtet, dass ich damit Geld verdienen will. Ich wusste das von vornherein. Man bekommt ja die Verträge vorher. Was bei den Brüdern Anand funktioniert, klappt anderswo nicht so reibungslos. Dass sich von der Post nicht allein leben lässt, bestätigt uns Udo Böhr. Selbst mal Postjobbetreiber und inzwischen Interessenvertreter der Kaufleute. Also es steht in den Verträgen, dass man damit rechnen muss und sollte, dass man eben halt mit der Dienstleistung der Post kein Geld verdienen kann. Darauf sollte man sich einstellen. Das Problem liegt in den vertraglichen Vorgaben der Post. Verträge, die uns vorliegen, lassen den selbstständigen Kaufleuten wenig Spielraum. Beispiel Öffnungszeiten. Vertraglich vorgeschrieben sind 6 Tage die Woche, das gesamte Jahr über geöffnet. Und wenn Sie Urlaub machen möchten, dann müssten Sie eben Personal einstellen und das mit dem Personal abdecken. Was der Mann vom Postagenturverband mehr als kritisch sieht, klingt aus der Kommunikationsabteilung so. Während die durchschnittliche Wochenöffnungszeit der Postfilialen im Jahr 1990 bei rund 18 Stunden lag, sind die Verkaufsstellen der Deutschen Post heute durchschnittlich 55 Stunden pro Woche für Postkunden geöffnet. Wie der einzelne Kaufmann das mit den Personalkosten regelt, bleibt jedem Händler selbst überlassen. Laut des Postagenturverbandes steht jede 3. Agentur vor dem Aus. Wenn der Steuerberater dann mit seiner Ausrechnung fertig ist, das dauert ja meistens so 1,5 bis 2 Jahre, dann sind sie überrascht, dass sie nichts verdient haben. Dann schließen sehr viele wieder. Und gerade auf dem Land geht es oft tragisch für die kleinen Postjobs aus. In Laubach in Mittelhessen war es fast soweit.
Post AD. So weit wollte es die Stadt nicht kommen lassen. Bürgermeister Matthias Meyer erzählt von der Rettungsaktion von vor einem Jahr. Da gab es ein großes Aufrütteln hier in der Gemeinde und man hat einfach festgestellt, dass die Postfiliale eben sehr wichtig ist. Und daher hat die Stadtverordnetenversammlung, also das lokale Parlament, beschlossen, selber eine Postfiliale zu betreiben. Was natürlich ungewöhnlich ist. Ungewöhnlich, aber nötig. Die Filiale ist jetzt im Umkreis von 15 Kilometern die einzige. Die Post, die einen Versorgungsauftrag hat, pro 2000 Einwohner eine Filiale zu betreiben, hatte dagegen geplant, einen Container zu stellen. Aber auch in Laubach wird mit der Post kein Geld verdient. Wir bekommen eine kleine Vergütung, ein kleines Entgelt für die Dienstleistung, die wir erbringen. Damit kann man aber keinen Gewinn erwirtschaften, noch alle Kosten tatsächlich decken, also die ganzen Personalkosten, Mietkosten und so weiter. Glücklicherweise können wir die Personalkosten decken, weil das Ganze hier sehr gut angenommen wird. Die Post zahlt keine Miete. Das Argument, sie stelle ja die Inneneinrichtung zur Verfügung. So gibt die Stadt jährlich einen Zuschuss von gut 18.000 €. Über die Marktecke werden Regale für 50 € im Monat an Direktvermarkter vermietet. Damit kommt wenigstens etwas Geld rein. Aber immerhin, sie haben ihre Post gerettet. Woanders ist klar, diese Filiale in Frankfurt Süd schließt in wenigen Tagen. Die Postdienstleistungen werden eingestellt, weil die Postbank geht. Ich würde mir wünschen, dass die Post bleibt. Ja, weil es zentral gelegen ist, hier kommt man immer mal vorbei. Ja, das kann man immer ja sagen, aus wirtschaftlichen Gründen. Das sind dann immer diese Behauptungen, die ein bisschen, dubios sind. Bundesweit werden 200 Postbank-Filialen in den nächsten 2 Jahren geschlossen. Die Postbank gehört inzwischen zur Deutschen Bank. Aber wenn, wie hier, die Türen dicht sind, fallen auch die Dienstleistungen des gelben Riesen weg. Aus der Postzentrale in Bonn beruhigende Worte. Wir haben guten Austausch mit den Kollegen der Postbank und sobald wir wissen, dass sich da was tut, kümmern wir uns um Alternativen. Das heißt, wir gehen auf die Suche nach neuen Partnern, wo wir eben eine Filiale einrichten könnten und bitten hier auch um Verständnis, dass das einfach manchmal auch Zeit braucht. Jetzt kaufen Kundinnen und Kunden also bei Tankstellen, Schreibwarenläden und Co. Doch für die Betreiber gilt, eine Postfiliale ist längst kein Selbstläufer.